Sowohl diese gleiche Summe in diesem Haushaltsportemonnaie gehabt, als auch in den Umschlägen. Mit den Umschlägen haben wir was übrig gehabt am Ende des Monats. Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute mal wieder kein Vlog, sondern ihr seht, ich sitze hier gemütlich mit einem Tee, weil ich nämlich aus gegebenem Anlass über ein bestimmtes Thema mit euch sprechen möchte. Und zwar über ein Thema, über das man normalerweise nicht spricht. Wir sprechen nämlich heute über das liebe Geld. Und zwar genau darum, wie wir in unserem Alltag Geld sparen. Und ich habe eben aus gegebenem Anlass gesagt, weil wir das nämlich im letzten Monat überhaupt nicht gemacht haben, diese zwei Maßnahmen, die ich euch, von denen ich euch gleich was erzählen möchte. Und da habe ich direkt gemerkt, boah, es war Mitte des Monats und wir hatten kein Geld mehr, also kein Haushaltsgeld mehr. Einfach, weil wir diese zwei Sachen diesen Monat überhaupt nicht befolgt haben. Und deswegen dachte ich, das macht so einen krass großen Unterschied. Ich erzähle euch da einfach mal ein bisschen was zu. Und damit das Ganze auch jetzt nicht hier aus dem Ruder läuft und zu lang wird, fange ich einfach auch direkt an zu erzählen, und zwar, wie sparen wir Geld? Es geht in diesem Video wirklich nur darum, das Haushaltsgeld sozusagen ein bisschen zusammenzuhalten, sprich zu haushalten. Und das ist halt so der erste Punkt, den wir haben. Wir haben ein ganz bestimmtes Budget an Haushaltsgeld. Und wie genau ich das einteile und damit umgehe, da erzähle ich euch gleich was zu. Die Höhe von diesem Haushaltsgeld, die ist natürlich für jeden Haushalt unterschiedlich, je nachdem, worauf ihr Wert legt, wie viele Personen ihr seid, wie viel ihr esst, auch wo man einkauft. Wir gehen hauptsächlich in Discounter einkaufen und versuchen halt möglichst sparsam umzugehen mit dem Geld. Ich werde hier keine Summen nennen, was unser Haushaltsgeld ist, aber das Wichtigste war, oder was ich halt gemerkt habe, was halt einfach wichtig ist, sich eine realistische Summe zu setzen. Also jetzt irgendwie einen bestimmten Betrag zu nennen, mit dem man aber einfach, bei dem es einfach überhaupt völlig unrealistisch ist, damit hinzukommen. Das passt einfach nicht. Wir haben das jetzt in den letzten Monaten auch ein bisschen angepasst, sprich ein bisschen erhöht, weil wir einfach gemerkt haben, so mit dem Betrag kommen wir nicht hin, das passt nicht. Und wir mussten halt immer noch mal gegen Ende des Monats immer noch mal an unsere eigenen Konten sozusagen gehen und dann einen Einkauf noch mal davon bezahlen. Deswegen haben wir das Ganze noch mal angepasst, und nur so macht es auch wirklich Sinn. Also eine realistische Summe vorerst zu wählen. Ein Punkt, was wir jetzt diesen Monat nicht gemacht haben und wo ich gemerkt habe, so, das spart uns so viel Geld. Und ich habe das schon mal in einem Video gesagt, aber trotzdem, sich, bevor man einkaufen geht, zu überlegen, was möchten wir diese Woche essen, und wirklich einmal die Woche einen Großeinkauf zu machen, im Voraus eine Menüplanung machen, nochmal vorher genau gucken, was hat man noch im Schrank, was hat man im Kühlschrank, was muss weg, was kann man dann in der folgenden Woche verwerten und was brauchen wir für diese Gerichte, was müssen wir einkaufen, eine Einkaufsliste erstellen und sich an diese Liste halten. Und ich sage es nochmal, diesen Monat haben wir das nicht gemacht. Wir haben halt völlig in die Woche reingelebt. Wir haben uns am Tag selber überlegt, was essen wir heute, und haben das dann eingekauft. Auch gerade jetzt zu diesen komischen Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben, auch nicht wirklich sinnvoll, denn da wird es sowieso Sinn machen, einmal die Woche einen großen Einkauf zu gehen, damit man eben nicht so häufig in den Supermarkt gehen muss. Und wie ich schon gesagt habe, Hälfte des Monats, das Geld war so gut wie futsch. Je öfter man einkaufen geht, desto eher wird man auch doch dann dazu verleitet, noch andere Dinge mitzunehmen. Dann hier noch ein Fläschchen Wein und hier noch diese Schokolade, und das ist uns halt wirklich zum Verhängnis geworden diesen Monat. Deswegen normalerweise setze ich mich jeden Samstag hin und mache unsere Essensplanung für eine komplette Woche im Voraus, und im Anschluss mache ich die Einkaufsliste. Und bevor ich halt diese Essensplanung mache, gehe ich auch, wie gesagt, nochmal durch die Schränke und gucke, was haben wir denn, was können wir verwerten. Wenn wir beispielsweise, wenn ich sehe, wir haben noch viele Linsen, dann überlege ich mir ein Linsengericht oder gucke bei Pinterest oder Google einfach mal und probiere so halt auch immer mal wieder neue Rezepte aus. Und genau, verwerte halt so die Sachen, die wir im Schrank haben, sodass wir letztendlich auch weniger einkaufen müssen. So, der Wocheneinkauf fällt dann einfach ein bisschen geringer aus. Und deswegen sage ich euch nur, falls ihr das noch nicht macht, probiert das mal aus. Also ich habe jetzt, nachdem ich da schon mal ein bisschen drüber geredet habe, habe ich von vielen die Rückmeldung bekommen, Boah, Pia, das ist
Eigentlich so simpel, aber wir haben das vorher noch nie gemacht. Wir haben damit jetzt angefangen und du hast recht. Wir geben viel weniger Geld für Lebensmittel aus im Monat. Die zweite Sache, die ich in diesem Video ansprechen wollte, machen wir noch gar nicht so lange, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass das wirklich effektiv ist. Und zwar erstens nur in bar bezahlen. Und ja, ich weiß, auch das ist jetzt gerade in der aktuellen Situation nicht wirklich vorteilhaft. Man soll möglichst kontaktlos bezahlen, ist mit Bargeld jetzt nicht wirklich möglich. Aber wenn das Ganze dann sich wieder vielleicht ein bisschen abgeflaut hat, dann kann man damit vielleicht starten, wenn ihr das möchtet. Wie gesagt, hauptsächlich bar bezahlen. Wir heben am Anfang des Monats von unserem Haushaltskonto unser Haushaltsbudget in bar ab. Und dann kommt ja, die nächste Maßnahme. Das Ganze wird in Briefumschläge verteilt. Ich habe das Ganze auf Instagram gesehen bei einer amerikanischen Instagramerin, die ja, damit auch wirklich große Summen an Geld spart, und habe gedacht, ich probiere das auch mal für uns zu machen. Und es ist ein riesengroßer Unterschied. Vorher hatten wir halt ein Haushaltsportemonnaie, wo halt die gesamte Summe immer reinkam, und wir haben das mit zum Einkaufen genommen und daraus dann bezahlt. Also das mit der nur Barzahlung machen wir schon länger, aber mit diesen Umschlägen, das heißt, ihr überlegt euch, was für eine Einteilung macht Sinn. Beispielsweise ein Umschlag mit Geld nur für Lebensmittel. Ich habe einen Umschlag mit Geld nur für Drogeriesachen, das heißt halt Körperpflege, Putzmittel, Waschmittel, und ich habe einen Umschlag für Mino. Da fallen Windeln mit rein und halt so ein paar Kleinigkeiten, die ihr dann hin und wieder mal ja, benötigt. Und in diese 3 Umschläge teile ich das Haushaltsgeld auf. Auch da wieder so die Budgets verteilen, wie es halt wirklich sinnvoll ist, realistisch ist. Das heißt, bei uns, klar, ist der Lebensmittelumschlag natürlich ja, am prallsten gefüllt, sage ich mal so. Da ist natürlich das meiste Geld drin. Ich habe, bevor ich die einzelnen Budgets für die Umschläge festgelegt habe, in meinem Kopf so ein bisschen hochgerechnet, was wir im Monat circa dafür ausgeben, was wir circa für Windeln ausgeben. Da halten sich unsere Ausgaben auch in Grenzen, da wir auch viel mit Stoffwindeln wickeln. Und ja, für Putzmittel und Körperpflege etc. Das habe ich halt auch so ein bisschen hochgerechnet, und das kommt eigentlich auch ganz gut hin. Wie gesagt, ich werde keine Summen nennen, weil das einfach nicht viel Sinn macht. Das ist für jeden Haushalt einfach anders. Aber ich kann euch sagen, mit diesen Umschlägen, erstmal komplett dadurch, dass man nicht mit Karte zahlt, sondern mit Bargeld bezahlt. Dadurch sieht man einfach, es ist halt auch so ein bisschen dieses Visuelle, man sieht halt wirklich nochmal das Geld verschwinden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dadurch ja, ruft man sich das Ganze nochmal mehr in den Sinn, dass man vielleicht doch mehr auf ein bisschen mehr auf seine Ausgaben guckt. Wir haben ein straffes Budget, wir haben Ziele für die Zukunft, und deswegen haben wir dieses Budget und möchten uns natürlich auch daran halten. Und deswegen machen wir das Ganze halt auch. Deswegen achten wir darauf, was und für was wir unser Geld ausgeben und wie viel wir im Monat wofür ausgeben. Dieser Schritt dahin, nur mit Bargeld bezahlen, war ja das war schon mal ein riesengroßer Unterschied für uns. Seitdem wir das mit den Umschlägen machen, haben wir tatsächlich auch im Monat mal was übrig. Selten im Lebensmittelumschlag, weil wir das halt doch schon immer sehr stark ausreizen. Aber in dem Drogerieumschlag beispielsweise hatten wir, und wenn es nur ein paar Euro sind, hatten wir was übrig. Aber trotzdem haben wir dadurch, auch wenn es nur ein paar Euro sind, im Monat Geld gespart. Weil sonst, bevor wir das mit den Umschlägen gemacht haben, haben wir unser komplettes Haushaltsbudget war am Ende des Monats immer restlos ausgegeben. Häufig mussten wir auch, trotz der Barzahlung, als wir das noch alles in diesem Portemonnaie hatten, mussten wir auch trotzdem, es war häufig nicht viel, aber trotzdem noch mal ein bisschen sozusagen das Ganze aufstocken. Aber mit diesen Umschlägen haben wir tatsächlich auch mal ein paar Euros über. Und das ist irgendwie schon erstaunlich, weil die Summe haben wir nicht geändert. Also wir haben sowohl diese gleiche Summe in diesem Haushaltsportemonnaie gehabt, als auch diese Summe in den Umschlägen. Und mit den Umschlägen haben wir tatsächlich was übrig gehabt am Ende des Monats.
Und das kommt tatsächlich in eine große Spardose. Das machen wir übrigens auch. Das hatte ich eigentlich gar nicht vor, in dieses Video mit reinzunehmen. Das fällt mir jetzt aber gerade noch ein. Kleingeld. Dieses kleine Kupfergeld oder auch mal die 10 und 20 Cent Stücke, die im Portemonnaie rumfliegen und das ganze Portemonnaie auch noch so schön dick machen, weil sie einfach super viel Platz wegnehmen. Regelmäßig aussortieren und in eine Spardose schmeißen und alle paar Monate mal Münzgeld rollen. Da kommt auch ordentlich was zusammen. Ich bin halt der festen Überzeugung, dass Kleinvieh auch Mist macht. Es gibt ja auch verschiedene andere Spar-Challenges. Ich habe beispielsweise auch davon gehört, dass irgendwie die 5-Euro-Spar-Challenge jedes Mal, wenn man einen 5-Euro-Schein in der Hand hat, wenn man den zum Beispiel zurückbekommt, wenn man was mit einem 10-Euro-Schein bezahlt und man bekommt Rückgeld und da ist ein 5-Euro-Schein dabei, jeder einzelne 5-Euro-Schein wird zur Seite gelegt in eine Spardose. Das würde ich super gerne machen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich so halt doch wahrscheinlich es letztendlich nicht machen würde. Und wahrscheinlich, wenn mir dann doch irgendwie Geld fehlen würde, ich wahrscheinlich ständig an diese eigentlich gesparten 5-Euro-Scheine gehen würde. Das ist vielleicht dann was für einen späteren Zeitpunkt, aber aktuell bin ich mit der aktuellen Fahrweise super zufrieden und ich ärgere mich sehr darüber, dass wir das diesen Monat wirklich haben schleifen lassen. Das war es eigentlich auch schon alles, was ich dazu erzählen wollte. Wie gesagt, aus gegebenem Anlass und ich hoffe, ich konnte das so ein bisschen strukturiert erzählen. Ich hoffe, es hat alles so ein bisschen Sinn gemacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch vielleicht auch ein bisschen dazu inspiriert habe, ein bisschen zu haushalten oder falls ihr auch das Problem habt, dass das Haushaltsgeld vorne und hinten nicht reicht, dann probiert doch mal diese klitzekleinen Tipps aus, die, wie ich finde, aber sehr effektiv sind. Falls ihr noch andere Tipps habt, schreibt mir das super gerne in die Kommentare, freue ich mich drüber. Und dann sage ich aber, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dann. Tschüss!